Servus und willkommen bei RLP und vor allem willkommen zu diesem Was wollt ihr sehen Video. Es geht nämlich genauer gesagt um diese Teile hier. Ich denke mal, wenn ich so in die Hand halte, dann wisst ihr schon, um was es hier gehen wird. Ganz genau, und zwar um das Samsung Galaxy Z Fold 8. Und nein, das Z Fold 8 ist nicht der direkte Nachfolger vom Z Fold 7. Das ist nämlich das Ultra-Modell. Ich verstehe noch nicht ganz, warum Samsung das nicht einfach Z Fold 8 White genannt hat oder so und irgendwie so die Linie, die sie bisher hatten, fortführt. Aber ja, so ist es. Wir fangen an mit dem Intro und dann stelle ich euch ein paar Fragen und ihr stellt die Fragen unten in der Videobeschreibung. Los geht's! Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was will er denn jetzt mit dem Video und warum hält er uns hier zwei Hüllen in die Kamera und hat das Gerät eigentlich gar nicht? Ja, ich bin leider nicht so privilegiert und kriege das Smartphone schon vor Marktstart. Ich habe es aber vorbestellt, die 512 GB Variante vom Z Fold 8, also dem weiten Smartphone von Samsung oder Fold in dem Fall, was eher so ein bisschen Flip-Charakter hat, wenn ich so die Kameras betrachte, aber na, sei es drum. Warum Samsung da keine Dreifach-Zoom mit reingebaut hat, anstatt dieser Ultraweit. Also mir wäre es lieber gewesen. Was denkt ihr drüber? Ist so ein Thema. Ich werde es auf jeden Fall mal testen. Und ganz ehrlich, dieser zweifach Lossless Digital-Zoom, wie sie immer so schön sagen, der ist für mich nicht so der Hit. Ich sehe es ja an meinem Trifold. Ja, und das ist eine der Gründe, warum ich das Video hier drehe. Ich will nämlich von euch wissen, was wollt ihr sehen vom Galaxy Z Fold 8 und vor allem auch im Vergleich zu einem, zumindest hier im Formfaktor Trifold, was dem Galaxy Fold 7 quasi ähnelt. Und ihr habt ja dann eben auch hier ein 4:3 Bildformat, was halt eben auch das Galaxy Z Fold 8 hat, nur natürlich deutlich größer. Da bin ich wirklich gespannt, wie das im Alltag so ist, weil das hier ist halt doch ein ganz schöner Klopper mit über 300 Gramm. Ich merke es halt immer wieder, vor allem nachdem ich ja jetzt auch als zweiten Daily Driver hier das Vivo X Fold 6 noch in der Hand habe, was im Endeffekt, wenn man das so betrachtet, so einen normalen Smartphone-Charakter hat und ebenso diesen Standard-Fold-Charakter, also dieses fast viereckige Display. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es immer noch wunderschön. Dieses Türkisgrün, was sagt ihr dazu? Also geile Farbe für mich. Schöner als dieses Orange, was momentan immer so im Trend ist. Und die Kameras, Leute, sind wirklich sehr, sehr gut. Auch mit dem 200 mm Telekonverter. Und das ist eben das Thema, warum ich das Video überhaupt drehe. Mich würde interessieren, was wollt ihr wissen zu einem normalen Fold und im Vergleich zu einem eben Trifold in dem Fall oder eben am Frontscreen Fold 7. Das ist genau dasselbe Frontscreen übrigens wie beim Fold 7. Ich habe eine matte Folie drauf, genauso wie am Innendisplay. Drum schaut es innen mit diesen Creases immer echt heftig aus beim Trifold. Wenn ich aber die Folie runter mache, dann ist es nicht so dramatisch. Und was ich auch noch vorhabe in nächster Zeit, ich werde mal ein Video machen, wie man am Innendisplay richtig korrekt eine Folie anbringt. Ich habe immer wieder Leute, die kommentieren, meine Folie geht ab, ich mache da eine Folie drauf, jetzt löst sich die schon wieder an der Knickfalte und so weiter. Es gibt einen relativ simplen Trick, der das ganze Problem nicht dauerhaft löst, aber zumindest maximal ausweitet, dass ihr da wirklich mal 1-2 Jahre Spaß mit der Folie habt, die nicht ständig wechseln müsst. Das kommt auch noch. Passend zu dem Fold-Thema. Wie gesagt, ich habe auch schon hier 2 Hüllen vorbestellt gehabt bei Amazon mit Kickstand und MagSafe und da ist eben im MagSafe auch der Kickstand mit drin. Und was mich natürlich auch extrem interessiert, ist einfach, wie wird der Preis sich irgendwann orientieren. Ich meine, das ist absolut utopisch, sorry, also für ein aufgeblähtes Flip. Ich würde es nicht mal aufgeblähtes Fold nennen, weil wie gesagt, die Kameras, die passen eher zum Flip und auch die Größe ist halt Fold untypisch. Also das ist auch nicht beim Pixel Fold ähnlich gewesen bei der ersten Generation. Das war auch größer. Technik Fold hier, glaube ich, hat da schon einen Vergleich damit gemacht. Also das ist auch höher gewesen und trotzdem breiter dann. Ja, ist halt
einfach so diesen Formfaktor, wie es halt Apple mit dem iPhone Ultra oder iPhone Fold dann bringen wird, geschuldet, würde ich mal sagen. Da hat Samsung halt versucht, das so ein bisschen schon vorab zu machen und den Leaks von Apple quasi entgegenzukommen, würde ich es mal nennen. Ist auf jeden Fall ein super spannender neuer Formfaktor, der da auf den Markt kommt. Und ich werde es wohl Anfang August ungefähr kriegen. Ich glaube, 5. August stand in der Bestellbestätigung. Ob so ist, keine Ahnung. Und ja, ich habe es auch wieder selbst gekauft. Das heißt, ihr werdet eine richtige, freie Meinung ohne irgendwelche Tabus kriegen. Und ich werde eure Fragen da auch in den Videos beantworten. Also schreibt tüchtig runter unter das Video, was ihr sehen wollt, was ihr vielleicht auch unabhängig im Vergleich zu denen jetzt sehen wollt, sondern generell vom Fold 8. Und ja, dann würde ich sagen, dürft ihr auf jeden Fall das Abo nicht vergessen. Ganz wichtig, ein Like da lassen für das Video. Damit unterstützt ihr einfach meinen Kanal. Und wie gesagt, fleißig kommentieren, was ihr sehen wollt oder was euch vielleicht schon nervt von der Produktvorstellung, was euch da stören könnte. Und ja, was ihr so zum Fold 8 denkt, auch unabhängig mal vom Preis. Preis sei mal dahingestellt, ist viel zu teuer, aber mich würde das Gerät an sich mal interessieren, was ihr da denkt. Von daher, wir sehen uns im Unboxing spätestens, wenn es ums Fold 8 geht. Ansonsten wird natürlich das ein oder andere Video noch kommen. Ich freue mich auf euch, schaltet wieder ein und schöne Woche. Ciao.